Moin, neues Video, neuer Test, aber noch kein neues Fahrrad. Das kommt demnächst. Es gab aber eine Menge Kommentare, die sich gewünscht haben, dass ich mal eine gefederte Sattelstütze teste. Und hier ist sie. Die Redshift Shock Stop Pro Endurance. Ganz nagelneu. Und wenn man nach gefederten Vorbauten oder Sattelstützen sucht, dann landet man sehr schnell bei Redshift, weil die echt einen super guten Ruf haben. Und ob sie das zurecht haben, das werde ich jetzt mal testen. Also vermisst habe ich das bislang noch nicht, aber wenn man Rückenschmerzen hat oder sehr oft im ruppigen Gelände unterwegs ist, dann kann das natürlich echt ein erheblicher Komfortgewinn sein. Und das verspricht Redshift auch. Da bin ich tatsächlich mal gespannt, ob das auch erfüllt wird. Und die Redshift Sattelstützen, die gibt es schon eine ganze Weile. Das Original, glaube ich, schon seit 4 oder 5 Jahren. Die ist relativ schwer. Und seit kürzerem gibt es aber auch die Pro Race Variante, die deutlich leichter ist, aber nur 15 mm Federweg hat. Und jetzt nagelneu, wie gesagt, die Pro Endurance, die deutlich leichter ist als das Original und 35 mm Federweg bietet. Wobei deutlich leichter ein bisschen relativ ist. Also das ist hier die 280 mm lange Pro Endurance und die wiegt schon 445 Gramm. Ja, das ist deutlich mehr als meine Carbon-Sattelstütze, die ich aktuell verbaut habe, die ich gleich mal wiegen werde. Ich weiß es nämlich gerade gar nicht, wie viel die wiegt. Ich glaube so um die 150 Gramm. Also hier schraube ich mir 300 Gramm mehr ans Rad. Also da muss ich schon wirklich was bieten, damit ich das dauerhaft mit mir rumschleppe. Ich bin gespannt. Ja, wie gesagt, die Pro Race ist ein bisschen leichter. Die gibt es schon ab 380 Gramm. Das Original gibt es in verschiedenen Längen und in der ganz langen Variante wiegt die dann sogar 700 Gramm. Das ist mir definitiv zu viel. Deswegen hier der goldene Mittelweg. Funktionieren tun die Sattelstützen alle ähnlich. Hier sind Elastometer drin. 2 Stück, einer hier oben, einer hier unten und dazwischen sind 1 bzw. 2 Federn. Und das kann man alles beliebig anpassen. Also es gibt unterschiedliche Elastometer im Lieferumfang und man kann auch 1 oder 2 Federn in der Mitte verbauen, um die auf sein Körpergewicht abzustimmen. Praktischerweise musste ich das nicht machen. So wie sie geliefert wird, passt sie perfekt zu meinen 77 Kilogramm, die ich gerade wiege. Ja, und für die ganz genaue Feinjustierung gibt es hier unten diese Vorspannungsschraube. Da kann man die Federn in der Mitte ja, ein bisschen mehr oder weniger vorspannen und kann das dann sich sehr genau und fein an seinen Federungskomfort herantasten. Auch das werde ich gleich mal testen. Ja, was gibt es noch zu sagen? Hier hinten gibt es so ein Fender, ein Schutzblech. Das ist hier so mit so Magneten reingeklippt. Sieht ganz schick aus. Aber als bekennender Schönwetterfahrer lasse ich die, glaube ich, weg und spare mir, keine Ahnung, 10 Gramm Gewicht. Ja, und zur Montage vielleicht noch. Redshift sagt, man soll das Ganze 5-6 mm höher montieren, als man normalerweise seine Sattelstütze ausfährt, weil man halt schon beim Draufsetzen ein ganz bisschen einfedert. Es passen sowohl runde als auch ovale Kettenstreben, ja, Sattelstreben hier oben rein. Also auch mein Carbon-Sattel wird hier reinpassen. Wo ich mir nicht ganz sicher bin, ich habe da unterschiedliche Meinungen gelesen im Internet, ist, ob man noch eine Arschrakete oder eine Satteltasche vernünftig montieren kann. Also einige machen das und haben damit auch kein Problem. Es kommt vielleicht ein bisschen aufs Gewicht und auch die Satteltasche an. Das werde ich mal probieren. Nicht in diesem Video, aber wenn ich noch ein Langzeitfazit mache, werde ich das mal testen. Und wenn ihr Erfahrung habt, könnt ihr das auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Würde mich interessieren, ob ihr da Erfahrung habt. So, die Montage war schon mal gar kein Problem. Das ging super einfach. Sattel sitzt hier super in der Klemmung drin. Das war kein Problem. Die ist ein Tick zu kurz für mein Rad. Also ich habe jetzt verbotenerweise die nicht ganz reingeschoben. Aber ich glaube, das wird für den Test auf jeden Fall ausreichen. Ja, und dann würde ich sagen, bretter ich mal los. So, die ersten Kilometer auf Asphalt sind geschafft. Schöner, glatter Asphalt. Und
Ich hatte so ein bisschen Sorge, dass das ganze System da jetzt rumwackelt und weich ist, aber das war es überhaupt nicht. Also ich habe die eigentlich kaum gespürt, die gefederte Sattelstütze. Das ist schon mal super. Da hatte ich echt Sorge, dass das mir die Kraft in den Beinen raubt, wenn das alles unter mir rumwippt. Tut es aber nicht. Aber jetzt geht es hier auf schöne Betonplattenwege. Ich bin nämlich hier gerade im Osten unterwegs, genauer gesagt in Sachsen. Super Wetter, super Straßen, super Gravelrouten, aber auch sehr viele Betonplattenwege und die haben so fiese Kanten. Wer die schon gefahren ist, weiß, was ich meine. Sieht eigentlich erstmal ganz gut aus, aber nervt unheimlich, wenn man darüber brettert. Da bin ich jetzt sehr gespannt, ob die Sattelstütze das wegfedert. Ja, und das werden wir jetzt mal ausprobieren. So, also Betonplatten war schon mal großartig. Habe ich echt nicht erwartet. Man schwebt da förmlich drüber. Sehr cool. Aber jetzt geht es natürlich auch um Gravel. Gibt es hier, wie gesagt, in Sachsen auch reichlich. Hier ist schon mal ordentlich grober Schotter. Fiese Schlaglöcher. Ein bisschen Steigung da hinten. Ja, hier werde ich jetzt mal lang ballern und gucken, ob mein Hintern irgendetwas merkt. Also ich gebe zu, das klappt wirklich viel besser, als ich vermutet hatte. Also die federt wirklich hier alles weg. Man muss eigentlich gar nicht mehr auf irgendwelche Schlaglöcher achten. Also wenn ich jetzt auch noch einen gefederten Vorbau hätte oder eine Federgabel, dann würde ich hier einfach stumpf über alle Schlaglöcher rüber brettern. Also man muss nicht mehr aus dem Sattel gehen. Das ist ganz cool. Ja, ich fahre hier nochmal so eine Stunde weiter durchs Gelände und dann gibt es gleich ein abschließendes Fazit. So, Fazit heute mal draußen. Hier ist es nämlich gerade mega schön. Meine Tour ist jetzt auch gerade zu Ende. Ich bin jetzt hier so 1,5 Stunden durch die Gegend gebrettert mit der Redshift Endurance Pro Shock Stop gefederten Sattelstütze. Langes Wort. Und ja, ich bin überraschenderweise begeistert. Ich gebe zu, ich war so ein bisschen verhalten optimistisch, wie gut das funktioniert. Und dachte auch, mit meiner starren Carbon-Sattelstütze bin ich schon echt gut bedient, was Federkomfort angeht. Aber ich habe gelernt, da geht noch echt viel mehr. Und naja, ich würde nicht sagen Game Changer, aber tatsächlich fühlt sich das komplette Rad ganz anders an, weil es ist einfach echt deutlich geländegängiger. Das ist ziemlich cool. Ja, und auch, was ich befürchtet hatte, dass ich keinen Druck aufs Pedal bekomme, hat sich überhaupt nicht bewahrheitet. Also ich bin hier gerade den Berg hier hoch gebrettert und ewig lange Gravel-Abschnitte. Das ging alles total problemlos. Und ich glaube sogar, dass man auf richtig langen Touren sogar ermüdungsfreier und dann auch mit mehr Power durchs Gelände brettern kann. Also das funktioniert, glaube ich, tatsächlich. Also ich würde die Sattelstütze sofort an meinem Rad lassen, aber es gibt zwei Haken. Einmal ist den Tick zu kurz, das könnte man lösen. Die gibt es wie gesagt auch in 350 mm Länge. Das wäre hier für mein Rose Backroad das Richtige. Vielleicht tausche ich nochmal um. Ja, und dann 300 Gramm mehr Gewicht gegenüber meiner Carbon-Sattelstütze. Also das muss man sich überlegen. Für viele spielt das wahrscheinlich keine Rolle und auch für mich wahrscheinlich nicht, wenn ich auf Reisen bin und 6 Kilo Gepäck mitschleppe, dann sind mir die 300 Gramm wahrscheinlich total egal und dann werde ich die wahrscheinlich auch benutzen, weil dann, wenn ich 8 Stunden auf dem Rad sitze und super ruppige Wege habe, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Also es kommt ganz drauf an, was ihr vorhabt, wie eure Trainingsrunden und Urlaubsstrecken geplant sind, ob ihr davon profitiert oder nicht. Aber was ich sagen kann, es funktioniert
einwandfrei. Nicht ganz billig, nicht ganz leicht, aber der Komfort ist wirklich unübertroffen. Also großes Lob hier an Redshift von mir, klare Kaufempfehlung. Ja, und damit war es das für dieses Video. Ich fahre jetzt hier die letzten Kilometer in den Sonnenuntergang durch Sachsen. Lohnt sich übrigens ungemein. Hier gibt es super coole Radwege. Ja, und wir sehen uns bald wieder, wahrscheinlich mit einem neuen Rad. Und bis dahin, ciao.